Ihr fragt euch, wie ihr eine Unternehmenskultur aufbauen könnt. Ich habe gute Nachrichten für euch. Sie ist sowieso schon da. Wie ihr sie entdecken und positiv prägen könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Check it out. Hey und herzlich willkommen. Heute geht es um Unternehmenskultur und wir klären die 4 folgenden Fragen. Erstens, was ist überhaupt Kultur und wie entsteht sie? Zweitens, wie könnt ihr eure Kultur entdecken bzw. sie sichtbar machen? Drittens, wie könnt ihr eure Kultur positiv prägen? Und viertens, wie könnt ihr Kultur sogar im Recruiting nutzen? Starten wir zunächst mal mit der grundlegenden Frage, was ist überhaupt Kultur und wie entsteht sie? Meine Lieblingsdefinition lautet, Culture is how we do things here. Also Kultur ist das, wie wir die Dinge hier so machen, quasi die Regeln, die Prinzipien, denen wir folgen. Das Spannende ist, es gibt 2 Arten von Regeln, nämlich einmal die formellen und die informellen. Denkt einfach mal an euren ersten Arbeitstag. Was passiert da? In der Regel bekommt ihr ganz viele Informationen, zum Beispiel zu den Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr oder welches Kommunikationstool genutzt wird. Das sind die sogenannten formellen Regeln, also etwas, was formell festgehalten ist, was offiziell irgendwo steht. Und so nach und nach merkt ihr, die meisten bleiben doch ein bisschen länger, manchmal so bis 6:30 oder 7. Und wenn es mal schnell gehen soll, dann schreibt die Kollegin auch schon mal eine private Nachricht auf dem Handy. Das sind die sogenannten informellen Regeln, also das, was in der Realität gelebt wird. Ein schönes Bild für diese formellen und informellen Regeln liefert der Eisberg. Über der Wasseroberfläche sind die formellen Regeln, das, was sichtbar ist. Und unter der Wasseroberfläche ist noch viel, viel mehr, also die informellen Regeln. Denkt mal drüber nach, was sind bei euch die informellen Regeln? Und wenn ihr Lust habt, nehmt euch die Zeit, bei einem Team-Event mal drüber zu sprechen, sie sichtbar zu machen und gegebenenfalls vielleicht auch zu verändern. Kommen wir nun zu der zweiten Frage. Wie könnt ihr eure Kultur entdecken? Und dafür möchten wir euch das Konzept von Purpose, Vision, Mission und Values vorstellen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen nach Buzzwords, aber lasst es uns einfach mit Inhalt füllen. Worum geht's? Es ist wie eine Schatzsuche, um herauszufinden, was ist überhaupt der Sinn eurer Unternehmung, wo wollt ihr hin, wie macht ihr das Ganze und auf welchen Werten basiert das. Das Wichtigste ist, es muss authentisch und ehrlich sein. Also versucht herauszufinden, was wirklich da ist. Lasst uns die Buzzwords mit Leben füllen. Purpose. Auf Englisch the reason to exist, also der Grund eurer Existenz, der tiefere Sinn. Hier könnt ihr euch Fragen stellen wie zum Beispiel, warum gibt es euch? Was macht euch besonders? Oder was würde der Welt fehlen ohne euch? Ich gebe euch mal ein Negativbeispiel. Wenn ich sage, mein Purpose besteht darin, Geld zu verdienen, dann ist das eine ziemlich schwache Aussage, denn die meisten Unternehmen müssen Geld verdienen, um zu existieren. Und nun habe ich natürlich auch ein Positivbeispiel für euch, nämlich Tony Chocolonely, eine meiner absoluten Lieblingsschokoladen. Deren Purpose lautet Crazy about chocolate, serious about people, also verrückt nach Schokolade, aber ernst, wenn es um den Menschen geht. Und das drückt genau aus, worum es ihnen im Kern geht, nämlich faire Schoki ganz ohne Kinderarbeit herzustellen, was übrigens gar nicht so einfach ist. Wenn ihr euch also bewusst darüber seid, warum es euch gibt, ist es jetzt spannend zu überlegen, wo wollt ihr denn hin? Also was ist eure Vision? Die Vision kann ziemlich groß sein, die sollte euch auch so ein leichtes Kribbeln verursachen. Die ist wie so ein Nordstern, damit alle wissen, wo geht die Reise hin. Hier wieder ein Negativbeispiel für euch. Wir sind eine integrierte Technologiefirma. Das ist weder besonders mitreißend, noch besonders individuell. Und hier das Positivbeispiel. Stellt euch eine Welt vor, in der jeder Mensch freien Zugang zu Wissen hat. Das ist von Wikipedia und das ist inspirierend. Wenn ihr eure Vision definiert habt, stellt sich die Frage, wie kommt ihr dahin? Also was ist eure Mission? Was tut ihr jeden Tag ganz konkret für wen? Hier ein Negativbeispiel für euch. Wir arbeiten hart für unser Geld. Das ist nicht nur ziemlich langweilig, sondern auch wenig konkret. Ein Positivbeispiel hingegen ist, Teilen ist unsere Mission. Mit jedem Kauf unseres Produktes tust du dir etwas Gutes und hilfst dabei einem Menschen in Not. Das ist von Share und sagt genau aus, was Share jeden Tag tut. Okay, fassen wir mal zusammen. Ihr kennt jetzt euren Purpose, also das Warum. Eure Vision, also wohin wollt ihr, und eure Mission, was konkret tut ihr, um diese zu erreichen. Schauen wir uns jetzt mal an,
welche Values bei euch eine besondere Rolle spielen. Kultur wird ja gemacht durch die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Und diese Menschen bringen alle ihre eigenen Werte, ihre eigenen Grundüberzeugungen mit. Was sind denn nun Unternehmenswerte? Unternehmenswerte sind geteilte Überzeugungen einer Gruppe darüber, was erstrebenswert oder zu vermeiden ist. Diese Antworten können euch Hinweise darauf geben, welche Werte bei euch im Unternehmen besonders wichtig sind. Bei uns zum Beispiel ist als ein Wert Simplicity rausgekommen. Und ich war vor kurzem in einem Meeting und wir wurden immer komplizierter, bis irgendwann ein Kollege von mir meinte, hey, einer unserer Werte ist Simplicity, also lasst es uns einfach machen. Beachtet, dass die Unternehmenswerte und die persönlichen Werte nicht 1:1 gleich sein müssen. Das geht ja gar nicht. Begreift es vielmehr als ein Spektrum. Mir persönlich zum Beispiel ist Pragmatismus ziemlich wichtig und ich finde mich mit meinem Pragmatismus in dem Wert Simplicity auch ziemlich gut wieder. Noch ein kleiner Tipp für die Themen Purpose, Vision, Mission und Values. Je stärker ihr die Mitarbeiter einbezieht, desto authentischer wird das Ergebnis. Nichts ist doch komischer, als wenn plötzlich überall irgendwelche Plakate hängen, kein Mensch weiß, wo sie herkommen und wofür sie stehen. Kommen wir nun zu der Frage, wie könnt ihr eure Unternehmenskultur positiv prägen? Unsere Empfehlung nutzt hier eine ganz einfache Werteübung in 3 Schritten. Was ihr dafür braucht? Einfach ein paar Post-its und es kann losgehen. Startet mit eurem ersten Wert. Wir nehmen hier als Beispiel einfach mal Team Spirit. Im ersten Schritt überlegt ihr euch, wie sieht es aus, wenn ihr diesen Wert krass übertreibt. Das heißt, wenn ihr ihn viel zu viel auslebt. Das würde zum Beispiel bedeuten, ihr macht nur noch Sachen miteinander, ihr habt keine Freizeit mehr, ihr habt keine Freunde mehr, die ihr treffen könnt und für die Familie sowieso keine Zeit. Im zweiten Schritt überlegt ihr euch, wie sieht es aus, wenn ihr diesen Wert zu wenig lebt, also wenn ihr ihn untertreibt. Das bedeutet, jeder macht so sein Ding für sich, man weiß vielleicht auch gar nicht, wer noch in der Firma arbeitet und jeder speichert auch schön lokal seine Daten auf seinem eigenen Rechner. Und wenn ihr wisst, wie dieser Wert zu viel gelebt wird und wie dieser Wert zu wenig gelebt wird, könnt ihr euch auch überlegen, wo ist der Sweet Spot? Also wie wird dieser Wert genau richtig gelebt? Das bedeutet zum Beispiel, ihr habt regelmäßige Team-Meetings, in denen ihr euch austauschen könnt, ihr kommt zu gemeinsamen Aktivitäten zusammen und ihr habt natürlich irgendwo einen Ort, an dem die wichtigsten Dateien alle gespeichert sind. Kleiner Tipp, nehmt euch hierfür wirklich Zeit und geht jeden Wert Schritt für Schritt durch und überlegt euch, was könnt ihr konkret tun, um diesen Sweet Spot zu erreichen und zu stärken. Die 4. und letzte Frage lautet, wie könnt ihr eure Kultur ganz gezielt im Recruiting nutzen? Bei einem Vorstellungsgespräch geht es ja darum, sich kennenzulernen. Und zwar sowohl auf der fachlichen als auch auf der persönlichen Ebene. Der Unterschied ist hier, das Fachliche lässt sich ziemlich leicht verändern. Zum Beispiel durch Weiterbildung, durch Trainings oder einfach auch durch Lernen. Die Persönlichkeit hingegen ist meistens relativ stabil und das ist ja auch gut so. Deswegen ist es aber so wichtig herauszufinden, ob ein guter Cultural Fit da ist. Das heißt, ob die persönlichen Werte in das Spektrum der Unternehmenswerte passen. Um den Cultural Fit zu testen, helfen euch gute Fragen. Zum Beispiel, welche Person inspiriert dich und warum? Oder auch, stell dir vor, du würdest dein eigenes Unternehmen gründen. Was wäre das? Oder, worüber regst du dich so richtig auf? Was bringt dich richtig auf die Palme? Aber Achtung! Achtet trotzdem darauf, nicht nur Leute einzustellen, die genauso sind wie ihr. Denn diverse Teams sind besser und erfolgreicher. Was zeichnet eure Unternehmenskultur aus? Schreibt es uns in die Kommentare. Vor diesem Video waren Purpose, Vision, Mission und Values, vielleicht Buzzwords. Und jetzt könnt ihr sie mit Inhalt füllen.